Just expand your comfort zone. Vai pegar meus alunos. Und dem hat man Channel 5 gemacht, das Parfüm. Freunde, willkommen zu einem neuen Teil unserer Amazon-Serie. In diesem Teil geht es um medizinische Pflanzen und Überlebenstechniken im Dschungel. Der Tag startet mit einem Sonnenaufgang. Sonnenaufgang-Zeit. Nachdem wir in der ersten Episode die Kaimane und die Piranhas gefischt haben, haben wir uns heute entschieden, den Sonnenaufgang über dem Amazonas zu bewundern. Das hier ist ein Schulboot, der holt die Schüler morgens ab und bringt sie alle in die Schule. Abends bringt er alle wieder zurück. Während wir auf den Sonnenaufgang warteten, hat unser Guide immer wieder seine Angel ausgepackt und versucht, Fische zu fangen. Er hat gesagt, dass Sportfischen eines der größten neuen Attraktionen im Amazonas sei. Wie ihr euch das habt vorstellen können, ist das Haupttransportmittel im Amazonas das Boot. Unser treuer Gefährte hat uns in jeden kleinen Seitenarm des Flusses hineingebracht. Essa parte que tá formando parece de uma casa é da grama. Quando baixa o rio, ela fica por cima e acaba secando. Aí fica assim, né? Da oben hat es noch Brüllaffen. Deu certo a banana. Você deixar? Deixa, dá melancia. Melancia nem quer, né? Não? Ele já deve Olha só. Agora tá querendo melancia, viu? Ele vai dizer, não sou vegano. Pega aí. Aí. Hier vorne im Wasser sehen wir noch die Süßwasserdelfine. Später in den Episoden werde ich noch genauer auf die Delfine eingehen. Os lagartos venenosos, ok? Então você pode trocar, só prestar atenção nas folhas e também na... Unser Guide weist uns in den Dschungel ein. Im Dschungel gilt es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nicht sprechen, nicht vom Pfad abweichen. Die Augen allein reichen nicht. Wir sollen unsere anderen Sinnen vertrauen. In einer Linie gehen, langsam, achtsam und vor allem das Erlebte bewusst aufnehmen. Wir befinden uns im Herzen des Amazonas. Kein Lärm, keine Straßen, nur das pure Leben. Der Guide erklärt, im Amazonas gibt es keine Steine. Hier wird alles recycelt. Blätter fallen, vergehen, werden zu Nährstoffen. So entsteht eine ständige Erneuerung der Humusschicht. Ein Kreislauf, der selbst nährstoffarme Erde fruchtbar macht. Die Flüsse, auf denen wir unterwegs sind, verändern sich drastisch mit den Jahreszeiten. In der Regenzeit steigen sie, in der Trockenzeit fallen sie. Teils um bis zu mehr als 10 Meter. Ein perfektes Ökosystem in stetiger Bewegung. Habt ihr es bemerkt? Alle aus der Gruppe tragen Stiefel. Nur unser Guide steht gelassen in seinen Crocs. Die Natur kann gefährlich sein, aber wer sich mit ihr verbindet, erkennt, sie ist kein Feind, sondern eine starke, weise Verbündete. Unser Guide zeigt uns, wie man im Amazonas am besten einen Feuerstarter macht. Das hier ist die Babasu-Palme, die kommt im Amazonas sehr oft vor. Ja. Feuerstarter. Und wird für alles Mögliche verwendet. Später im Video werden wir mit derselben Palme ein wasserdichtes Dach basteln. Zum Schneiden hier. Die Seiten der Palme sind so scharf, die werden sogar als Messerersatz verwendet. Ich habe gesagt, es gibt hier zwei Arten vom Wald, der Primärwald und der Sekundärwald. Der Unterschied ist beim Primärwald, der wurde noch nie geholzt, der zweite Wald wurde schon geholzt und beim ersten Wald findet man mehr Bäume, die weiß sind, weil die schneller wachsen
Und beim Primärwald gibt es mehr Bäume, die rotes Holz haben, das langsam wächst. Unser Guide erklärt uns hier, dass es sich bei diesem Baum um eine Brasil-Nut handelt. Später in den Episoden werden wir uns diese Nüsse genauer ansehen. Er erklärt uns auch, dass man mit der Rinde dieses Baumes einen giftigen Tee herstellen kann. In den indigenischen Völkern darf das aber nur der Schaman machen. Warum ein Schamane einen giftigen Tee herstellen sollte, ist mir bis jetzt ein Rätsel. Man könnte schon annehmen, dass es sich hierbei um einen indigenischen Sterbehilfetee handelt. Wie man diesen Tee ganz genau zubereitet, hat der Guide gesagt, wird von Schaman zu Schaman, von Generation zu Generation weitergegeben. Und nur der Schaman hat die Kraft, diesen Tee für die Indigenen herzustellen. Er warnt uns, unter diesem Baum zu stehen, weil ab und zu eine Nuss herunterfallen kann. Und eine Nuss wiegt ungefähr 1 Kilo. Und in diesem Kilo hat es dann diese kleinen Brasil-Nuts drin. Der Baum hat eine Höhe von über 30 Metern und gehört zu einem der größten Bäume vom Amazonas. Hierbei handelt es sich um einen Kommunikationsbaum. Der hat so eine Rinde und wenn man da draufschlägt, gibt es einen riesen Ton, der über Kilometer weit zu hören ist. So haben die Indigenen hauptsächlich miteinander kommuniziert früher. Es hilft auch für Orientierung, falls man sich bei der Jagd oder sonst verliert. Der Guide öffnet hier ein paar Babasu-Nüsse, die von der Babasu-Palme kommen. Die Babasu-Nuss hat 3 Kammern. Und wenn sie auf den Boden fällt, wird sie von einer Larve befallen. Die Larve geht in die Kokosnuss rein und isst dann die ganze Kammer. Und wenn man sie dann öffnet, kommt sie raus. A gente come ela porque é uma fonte de proteína. Es handelt sich hierbei um eine wichtige Proteinquelle. Se eu deixar ela aí, ela vai virar uma borboleta de coco? Não, é um besouro. Um besouro. Atrapalhando o ciclo aí. Isso e outras coisas. É só você prestar atenção nos animais. CPF quer também? Bolsonaro. Há 30 mil anos atrás. Pois é, mas é verdade. Não sei. Ó, engenharia, digamos, quem constrói estradas. Bewegt sich noch. Estradas de 10 mil anos atrás ainda estão quase perfeitas. E a de hoje em dia. Mas é capitalista. Freunde, das ist jetzt dieser Wurm von dieser Kokosnuss, von dieser Baba-Nuss und die essen das. Ich habe jetzt hier noch kurz die Kaka weggeputzt. Das ist mein erstes Viech, das ich esse. Ich habe noch nie so etwas gegessen. Das ist Expand Your Comfort Zone. Ja, ist fein. Hat den Geschmack von Kokosnuss, Milk. Super gut. Schaut euch mal das an, Freunde. Das ist eine riesen Liane hier. Vê se eu acho outro para vocês experimentarem. Schau mal den Riesenbaum an hier. Und Freunde, ich habe mir die Ohren noch zugemacht hier. Zu schön, obwohl ich komplett am Durchölen bin hier in diesem Regenwald, weil es gibt immer solche Viecher, die mir dann in die Ohren fliegen und damit habe ich jetzt dieses Problem mal gelöst. Super cool. Bis jetzt richtig guter Trip hier in den Dschungel. Der Apuizero wächst auf anderen Bäumen und lässt seine Wurzeln Lianen nach unten wachsen. Er wird für spirituelle Zwecke gebraucht. Dabei wird er entweder geraucht oder zu einem Tee gemacht und getrunken. Der Apuizero findet auch in Bauten seine Verwendung, denn da diente er als Schnur. Er ist auch bekannt für seine medizinischen Eigenschaften. Das ist ein Baum, wo Ameisen drin sind. Mehr zu diesen Ameisen später im Video. Dieser Baum heißt Breu Preto oder Breu Branco. Das heißt so viel wie weißer oder schwarzer Harzbaum. Mit dem schwarzen Harzbaum machen sie Fackeln, Kanus, Vasen. Den Harz verwenden sie in Ritualen hauptsächlich. Den zünden sie an und dann riecht es wie Weihrauch. Er dient auch als Moskitoschutz, ist eine Medizin gegen Atemprobleme und Bronchitis
und der Harz wird auch verwendet, um damit Propolis herzustellen. Die Eigenschaften von Propolis habe ich in einem anderen Video bereits einmal erklärt. Aus dem obrigen Loch hat der Guide den schwarzen Harz rausgeholt. Isso, tem o cheiro. Er gibt uns das, um zu riechen, wie der vor dem Brennen schmeckt, und danach riechen wir, wie der schmeckt, wenn es angezündet wird. Und wie bereits gesagt, wenn es angezündet ist, dann schmeckt es wie Weihrauch. Schönen Baum. É muito europeu, ne? Dieser Baum heißt Cipó de Pau Rosa und er ist berühmt für seine Eigenschaften und Fähigkeiten. Er ist beruhigend, entzündungshemmend, schmerzlindernd, antiseptisch, immunstärkend, verdauungsfördernd, tonisierend, wundheilend und aphrodisierend. Dieser Baum wurde im 19. Jahrhundert von der Parfümindustrie fast komplett vom Amazonas ausgerottet. Hauptsächlich wird er für sein essentielles Öl gebraucht. Qual mata? Mit dem hat man Chanel 5 gemacht, das Parfüm. Marilyn Monroe hat diesen Baum berühmt gemacht. E na Amazônia? Diese Pflanze heißt so viel wie übersetzt Viehtöter, weil wenn ein Vieh wie eine Kuh diese Blätter isst, stirbt sie. Que é a erva. Mata gado. Der Mulatero, einer der einzigen Bäume hier, der keinen Pilz akzeptiert. Wenn er Pilzbefall hat, wirft er seine Rinde ab. Die Rinde wird von der indigenischen Bevölkerung ins Wasser gelegt und nach 24 Stunden wird mit dem Wasser geduscht, das Gesicht und die Haare gewaschen. Er zieht das Öl von der Haut und vom Gesicht weg. Zusätzlich stärkt das Waschen die Haut und die Haare. Er findet Verwendung in vielen Shampoos, Cremes und natürlichen Produkten. Man sagt, dass das Wasser auch wundheilend ist. Unser Guide meint aber, dass das Interessante dieses Baums sein Pulver ist, weil das Pulver ist wie ein natürlicher Deo. Den kann man sich auf die Haut schmieren und danach drückt der Schweiß nicht mehr durch. Man kann das Pulver des Mulatero-Baums natürlich auch als Make-up verwenden. Como é que o índio descobre isso? Às vezes é o mesmo, só muda o nome. Mulatero, gente, Leute. Der hat so ein Pulver. Und dieses Pulver, wenn man sich das raufschmiert, dann geht kein Wasser durch. Aqui, ó. Aqui, gente. Essa outra aqui, ó. É a Carapanaúba, o nome dela. Carapanaúba. É uma língua indígena. Uba significa árvore. Carapanã significa mosquitos. Árvore de mosquitos. Ah, da lutada de mosquito. Agora pra aqui. Moderna pra... Der Moskitotree-Baum. Die Indigenen nehmen das Pulver, trinken das für eine Woche jeden Tag einmal und das ist Prävention für Malaria. Krass. Das war's mit der Episode. In der nächsten Episode zeige ich dir, wie man aus der Babasu-Palme ein wasserdichtes Dach basteln kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Schauen.